Liebe Genossen, die arabische nationale Befreiungsbewegung befindet sich an vorderster Front im Kampf gegen den globalen Imperialismus. Der Imperialismus, vor allem mit seiner schlagkräftigen Macht, den Vereinigten Staaten, erhielt schmerzhafte Schläge von den Fraktionen der arabischen nationalen Befreiungsbewegung. Beginnend mit der besiegten zionistischen israelischen Aggression gegen den Libanon 2006, gefolgt von einer Serie von Volksaufständen gegen die reaktionären arabischen Regime, die loyal gegenüber Amerika sind und ausgeprägte Beziehungen mit dem Zionismus haben. Zum Beispiel den ägyptischen und dem tunesischen Regimen, deren Oberhäupter gestürzt wurden. Auch wenn die Völker Ägyptens und Tunesiens noch mehr tun müssen, um ihre Befreiung und ihre nationale Revolution zu vertiefen und zu entwickeln. Der globale Imperialismus startet derzeit einen schweren Angriff gegen die arabische nationale Befreiungsbewegung. Die klarste Front dieses Angriffes in Bezug auf Expansionismus und aggressiven Zielen ist die Aggression der NATO gegen Libyen mit voller Koordination der arabischen reaktionären Regime. Man versuchte diese Aggression mit den missbrauchten Phrasen und bekannten geheuchelten Slogans über die Verbreitung von Demokratie und Menschenrechte zu verschleiern. Der Hauptgrund der Erpressung und Schändung Libyens lag darin, die Integrität des Imperialismus, welcher sich aufgrund der Rückschläge und Niederlagen bedroht sah, wiederherzustellen. Ebenso wie der perfekt geplante, eskalierende Angriff, der auf Syrien gestartet wurde. Gegen unser Land, welches einen klaren antiimperialistischen und antizionistischen Ansatz hat und sich gegen die expansionistischen Pläne des Imperialismus in der Region richtet, dieses Land, welches Widerstandsbewegungen und nationale Befreiungsbewegungen unterstützt, anders als alle anderen arabischen reaktionären Regime vom Ozean bis zum Golf. Die imperialistischen Staaten sowie die betrügerischen, autokratischen Golfregime errechnen sich große Chancen, mit Hilfe der heimtückischsten Methoden und den schmutzigsten Mitteln das antiimperialistische syrische Regime zu stürzen. Die syrische kommunistische Partei warnte bereits früh vor dieser Gefahr. Sie erwähnte im politischen Bericht der 11. Konferenz der syrischen kommunistischen Partei, die im Oktober 2010 gehalten wurde, das Folgende: Es wird mehr und mehr klar, dass dieser Angriff auf Syrien, welcher an den vielen Fronten des politischen Drucks, der militärischen Bedrohung, der ökonomischen Sabotage und beim Stricken von Verschwörungen geführt wird, darauf abzielt, radikale Transformationen durchzuführen, um das nationale Antlitz Syriens umzuformen. Dies schließt einen Umsturz des existierenden Regimes, welches auf einer weiten nationalen Allianz, dessen Hauptziel der Schutz und die Stärkung der nationalen Einheit ist, ein. In Hinblick auf die derzeitige Situation in Syrien ist es wichtig, die folgenden Dinge zu beachten. Die Pläne des Imperialismus und der internen Reaktionäre, die versuchen, das antiimperialistische syrische Regime durch große Volksaufstände zu stürzen, die großzügig von reaktionären Regimen im Golf finanziert werden, sind fehlgeschlagen. Aufgrund der Mehrheit der Volksmassen, vor allem in den Hauptstädten des Landes, die sich diesen Plänen nicht anschlossen. Ganz im Gegenteil. Damaskus, Aleppo und viele syrische Städte erlebten Massendemonstrationen, die Verschwörung verurteilten, die sich aussprachen gegen Imperialismus, Zionismus und die arabische Reaktion. Nach diesem Fehlschlag griffen die reaktionären Kräfte zu neuen Methoden krimineller Natur, wie einzelne Hinrichtungen, in manchen Fällen auch zu kollektiven Hinrichtungen sektierischer Natur und Sabotageakten wie Bombenanschlägen auf Züge und Versuche, Fabriken anzuzünden, vor allem solche, die in staatlicher Hand sind. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die einzelnen Hinrichtungen vor allem auf Personen der Wissenschaft und Kultur abzielten, Forscher, Doktoren etc. Ebenso wie die Militärs, die viel Erfahrung haben, wie Piloten, um die nationale Verteidigung zu schwächen. Die Massenhinrichtungen durch die Terroristen, dessen Opfer zufällig gewählt wurden und deren Resultate tote Kinder, Frauen und alte Menschen waren, zielten darauf ab, Hassgefühle zu erzeugen und jede Möglichkeit der Stabilität zu unterbinden. Gleichzeitig wird der Druck auf Syrien erhöht, ob von Seiten der arabischen reaktionären Regime und ihrer Alliierten, die versuchen, die Arabische Liga zu benutzen, um einen Vorwand zu schaffen, das ein militärisches Eingreifen des UN-Sicherheitsrats in Syrien ermöglichen soll, oder von anderen Organen der UN,
die unter dem Deckmantel einer sogenannten arabischen Legitimation, die völlig aus der Luft gegriffen ist, ein Eingreifen erzwingen wollen. Genauso wie von der Türkei, die die verlängerte Hand der NATO in der Region darstellt und eine essentielle Rolle im Ausüben von Druck von allen Seiten spielt. Dieser reicht vom politischen Druck durch ökonomische Sanktionen über eine direkte Unterstützung der bewaffneten terroristischen Organisationen bis hin zum Empfangnehmen der Führer dieser terroristischen Organisationen in der Türkei. Das Regime in Syrien hat viele Gesetze und Prozesse umgesetzt zur Verbesserung der demokratischen Freiheit im Land. Aber all diese Unternehmungen trafen auf eine dogmatische Ablehnung der reaktionären Kräfte. Diese Kräfte versuchen im Einklang mit den Interessen des Imperialismus und des Zionismus das Regime zu stürzen. Solange Syrien seinen antiimperialistischen Ansatz behält, können die imperialistischen expansionistischen Pläne sich nicht vollständig im Mittleren Osten entfalten. Vor allem das neue, größere Mittlerer Osten-Projekt und in anderen Worten das Groß-Israel-Projekt. Die Position der syrischen kommunistischen Partei ist eindeutig und liegt in der Konfrontation mit den imperialistischen Projekten und der Unterstützung des nationalen Regimes und seiner antiimperialistischen Projekte, sowie die Unterstützung der demokratischen Reformen, welche größtenteils mit unserem Programm und der Ausrichtung unserer Partei übereinstimmen. Der stetige Kampf zur Revision der ökonomisch-liberalen Reformen verkörpert dies. Wir erinnern immer wieder daran, dass diese kapitalistische Orientierung den Weg für die subversive Arbeit der reaktionären Kräfte ebnete. Das Umkehren auf diesem Weg wird den antikolonialistischen Ansatz Syriens sowie das Bewusstsein der Massen stärken. Wenn wir die Situation in Syrien betrachten, müssen wir uns daran erinnern, dass die oppositionellen Kräfte keine demokratische Alternative bieten. Die reaktionäre Streitkraft ist die Muslimbruderschaft, die sich selbst mit Massenmorden beschmutzte und vollständig im Namen der reaktionären arabischen Regime handelt, während die Liberalen unter diesen rückschrittlichen Kräften als Deckmantel fungieren. Wir bereiten unser Volk auf alle Möglichkeiten vor, was die Konfrontation einer militärischen Aggression mit einschließt. Wir sind überzeugt davon, dass falls dieser Aggressor auftauchen sollte, Syrien sein Grab sein wird. Das syrische Volk hat ein tief verwurzeltes nationales Erbe im Kampf gegen den Kolonialismus. Es war keine Einbildung, was einer der intelligenteren Repräsentanten des französischen Imperialismus, Charles de Gaulle, sagte: Einem Trugschluss ist derjenige zum Opfer gefallen, der denkt, er könne Syrien unterwerfen. Ja, Syrien wird nicht niederknien. Wir nehmen dies zum Anlass, um all unseren Arbeiterbrüdern und kommunistischen Parteien zu danken, die einen Beitrag und Solidarität mit dem gerechten Ziel der nationalen Befreiungsbewegung des syrischen Volkes im Kampf gegen die Lügen der imperialistischen Medien und ihre Bosheit leisten. Liebe Genossen, die Umstände dieser Eskalation zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Befreiungsbewegung und globalem Imperialismus fordert eine stärkere Verbindung der internationalen kommunistischen Bewegung auf Basis des proletarischen Internationalismus. Es erfordert ebenfalls die harte und ernstzunehmende Arbeit, die globale antiimperialistische Front zu stärken. Dies jedoch ist die klare Forderung der bekannten marxistisch-leninistischen Maxime: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Dies war eine Rede des Generalsekretärs des Zentralkomitees der syrischen kommunistischen Partei, Amar Bagdash, auf einer marxistischen Tagung der Arbeiterbewegung in Athen, Griechenland, die am 9. bis 11. Dezember 2011 stattfand.